Hallihallo und willkommen zu meinem ersten YouTube-Video. Ich will euch heute mal zeigen, wie man eine Dachbox repariert, um genauer zu sein, wie man Kunststoff kleben kann. Denn ich habe die Dachbox irgendwann mal zu voll gepackt und mit Gewalt zugemacht und dann ist sie leider gerissen. Ich habe das provisorisch mit Gaffertape geklebt. Es hat erstaunlich lange gehalten, aber man sieht, der Riss ist ziemlich lang und bevor unser Gepäck dann wirklich mal nass wird oder die Ski endgültig verrosten, habe ich mir gedacht, ich versuche das jetzt mal so gut wie möglich zu kleben. Ich habe mir dazu einen Zweikomponenten-Klebstoff von HG gekauft, nennt sich Schweißnaht und verspricht Kunststoff wirklich nicht nur zu kleben, sondern eher zu verschweißen. Und da ich nicht ganz sicher war, aus was für einem Kunststoff meine Dachbox besteht, habe ich mir auch den Primer dazu gekauft für besonders schwer klebende Kunststoffe und Silikone. Doch bevor man den Primer nutzt, sollte man erstmal testen, ob man ihn überhaupt braucht, denn im Zweifelsfall klebt es sogar mit schlechter. Dafür habe ich mal so eine Stelle freigeschliffen und mit Aceton ganz sauber gemacht. Man sieht auch, da kommt einiges an Dreck wirklich weg. Es hat sich also gelohnt. Es sollte definitiv sauber und frei von irgendwelchen Fetten sein, damit der Klebstoff auch halten kann. Genau, also ich habe das einmal alles abgeschliffen, sauber gemacht und dann ohne den Primer mal das Granulat an eine Stelle, ja, verteilt. Also ich habe einfach so ein kleines Häufchen gemacht, soll nicht dicker als 2 Millimeter sein oder so. Und genau, das kann man jetzt natürlich nicht so gut erkennen, aber das sind wirklich mikroskopisch kleine Kügelchen, die ich da aufeinander gehäuft habe. Und im zweiten Schritt tröpfelt man etwas von diesem Kleber drauf und das wird dann auch wirklich sofort hart. Also da ist dann keine Zeit mehr mit Verteilen, Glattstreichen oder ähnlichem. Sobald man da was drauf tröpfelt, ist es fest. Genau, ich habe dann noch 2 Minuten gewartet und dann versucht, das wieder abzuschaben. Und in der Bedienungsanleitung steht, wenn man es wirklich nur mit viel Kraftanstrengung wegbekommt, dann sollte man es ohne Primer kleben. Und das war hier definitiv der Fall. Also ich habe es auch nicht mit dem Finger geschafft, sondern ich musste hier so ein altes Teppichmesser nehmen und mit viel Kraft ist es dann abgegangen, aber definitiv kein Fall für den Primer. So, und das war's dann eigentlich auch schon mit der Vorbereitung. Jetzt geht's dem Riss an den Kragen. Ich habe versucht, die Dachbox möglichst waagerecht hinzulegen, damit nachher die Kügelchen nicht wegrieseln. Und dann natürlich, wie vorhin auch, ordentlich anschleifen, damit der Klebstoff gut halten kann. Und alles mit Aceton schön sauber machen, von Dreck und irgendwelchen Fettrückständen befreien. Und sobald dann ja, das gut eingeschliffen ist und einmal wirklich sauber ist, dann können wir auch schon anfangen, auf den Riss das Granulat zu verteilen. Ich habe dazu, wie gesagt, die Dachbox ganz waagerecht positioniert und versucht, das Granulat so gleichmäßig wie möglich auf dem Riss auszukippen, weil genau da, wo das Granulat liegt und später der Kleber drauf kommt, wird es dann wirklich auch fest. Also ja, schaut es euch an, das ist tatsächlich ziemlich fieselig. Ich habe dann auch versucht, nochmal das ein bisschen breiter zu machen, damit es besser hält. Und ja, hab das Granulat einfach entlang dem Riss relativ gleichmäßig verteilt, so 1, 2 Millimeter dick würde ich mal schätzen. Nicht zu dick, nicht zu dünn. Und dann einfach den Klebstoff drauf geträufelt. Vorsicht, wie gesagt, sobald der Klebstoff auf das Granulat kommt, wird das bombenfest. Also da ist nichts mehr mit Verteilen oder mit ja, glatt streichen, sondern das ist sofort hart. Ich habe das dann noch eine Weile trocknen lassen und dann einmal leicht angeschliffen, denn doppelt hält besser. Also es steht auch in der Anleitung, wenn man mehrere Lagen macht, dann hält es auch deutlich besser. Deswegen habe ich das jetzt hier zweimal gemacht. Also nochmal anschleifen, putzen, Granulat drauf, Klebstoff drüber. Dann sollte das auch gut halten. Und ja, der Kleber, der nicht mit dem Granulat reagiert, der bleibt dann immer übrig. Den habe ich dann hier einfach mit dem Tuch abgewischt. Und ja, dann ist das doch eine ordentliche Naht. Jetzt Achtung, das ist jetzt die andere Seite. Ich habe das leider nicht so gut gefilmt, aber ich habe im Prinzip den gleichen Vorgang nochmal auf der anderen Seite der Dachbox gemacht. Hier ist schon das Ergebnis, also auch hier nochmal alles geputzt, angeschliffen, Granulat und Kleber drauf.
Und ja, das sind jetzt hier schon die letzten Züge quasi auf der anderen Seite von dem gleichen Riss nochmal leicht anschleifen, damit es ein bisschen glatt ist und nicht so unordentlich aussieht, weil das ist jetzt die sichtbare Seite. Ja, vielleicht lackiere ich da irgendwann mal noch drüber, das wäre dann nochmal ein anderes Video. Hier geht es ja jetzt erstmal darum, den Riss irgendwie zu reparieren und wasserdicht zu machen. Und man sieht schon, wenn ich dagegen drücke, ja, man sieht es leider nicht so gut, aber ich habe es auf jeden Fall gespürt. Das ist bombenfest gewesen, also da hat sich auch nichts mehr bewegt. Der Riss war definitiv wieder fest. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr das anders gemacht hättet oder ob euch irgendwas aufgefallen ist. Ich ja, hege gar nicht den Anspruch, alles richtig zu machen. Ich probiere da auch immer wieder ein bisschen aus. Ich mache unfassbar viele Fehler, aber es macht mir einfach Spaß, kaputte Dinge wieder zum Laufen zu bringen. Das spart irgendwie Geld, das schont die Umwelt und man hat danach definitiv das Gefühl, was geschafft zu haben. Und ja, ich liebe es einfach, Dinge zu reparieren und ich hoffe, es hilft euch auch, bevor ihr Sachen wegschmeißt, die einfach wieder in Schuss zu bringen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.